Ja, du bist schon wieder am Trinken, ne? Du bist mal da richtig. Wow! Und da hinten, wo jetzt gerade der Blitz eingeschlagen hat, das seht jetzt gerade gehen Rauchschwader hoch. Oh shit. Herzlich willkommen zu unserem neuen Video Nummer 80. Ja, wir haben jetzt viel zu tun gehabt die letzte Zeit mit dem Einräumen von der Kartons, Ausräumen besser gesagt und Einräumen mit der Kartons. Es hat sich wieder einiges getan. Ich nehme euch heute mit und zeige euch mal die ganzen Fortschritte auf dem ganzen Grundstück. Auf geht's! So, gerade eben mal Besuch gehabt von der Pfalz. Irgendwie haben wir so ein Pfalzmagnet hier von der Pelzer. Ja, nette Menschen. Gucke sich Paraguay gerade an. 7 Wochen lang hier. Fahre Rundreise in Paraguay und ja, schön. Ich glaube, Luftlinie von meinem ehemaligen Ort war es 40 Kilometer. Getrennt, nur der Rhein war dazwischen. Schön. Aber ist ja schon komisch, oder? Encarnación, so viel Süddeutsche zieht's hierher. Echter Wahnsinn. So, jetzt winken wir. So, heute schauen wir nach Möbel für uns Feriedorf, für unser Resort. Und ich glaube, wir haben uns schon entschieden. Aber wir gucken jetzt noch, wo wir Angebote holen können. Jetzt sind wir gerade im Shopping Costanera und sehr, sehr schön geworden. Richtig schön. San Bodromo, Posadas, La Isla Medio. Heute zieht die Michelle ein und der Jorge und der Franco machen die Treppe fertig. Wird jetzt gefliest, wird noch schön sauber gemacht, verfugt. Und der Flieserleger ist jetzt gerade bei unserer Treppe dran. Ja, das heißt, Casa Rita fertig, Casa Mimi fertig, bis auf die Klimaanlage, bei uns soweit fast alles fertig. Und dann gehen sie komplett rüber dann ins Resort. Die Garage haben wir jetzt soweit fertig betoniert, man kann schon Parken drauf. Und das ist jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir jetzt parken können, also das wird später weitergemacht. Wichtig ist jetzt, dass das Resort, das ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass wir hier jetzt richtig vorwärts kommen. Und aktuell arbeiten 26 Leute nur in diesen Häusern. Also es wäre komplett jetzt verputzt innen drin. Der E-Strich ist schon drin bei den anderen 2. Und diese Woche wollen wir auch noch anfangen zu fließen. Dann haben wir hier Juan und seine Helfer. Die machen jetzt das ganze Stück, wird jetzt hier angelegt mit Rasen. Und die entfernen jetzt den alten Bodenbelag. Ja, und dann kommt Rasen rein. So ist das. Juan, gehen wir jetzt gerade mal ab. Und zwar, die haben unsere ganzen Dinger, Buchsbäume, abgefressen, die Blattschneider. Alle kahl. Ganze Linie von da hinten hier vorbei bis ganz nach hinten. Also ich denke mal so 150 Meter Pflanze weggegessen. Hat er bekommen. Pero Juan, acá nuevo hojas, sí. Okay, also wir hoffen, weil die 3 jetzt wieder. Acá, todos acá nuevo. Acá, okay. Dale. Sí, sí. Ay, caramba. So, Dienstagabend. Die Jungs machen Feierabend ein bisschen früher, weil ich habe noch nie so Blitze in meinem Leben gesehen, wie ich gerade eben gesehen habe. Und das Wetter kommt von Encarnación. Und da hinten, wo jetzt gerade der Blitz eingeschlagen hat, das seht jetzt gerade gehen Rauchschwader hoch. Oh shit. Wow.
Also für jeden Naturliebhaber, die Gebiete in Paraguay, Argentinien, wow. Nicht zu vergleichen mit denen in Deutschland, das ist der Wahnsinn. Auf der einen Seite mag ich sie, aber auf der anderen Seite, es ist halt scheiße, ne? Fuck. Einen wunderschönen guten Morgen. So, die erste Nacht haben wir überlebt mit dem Starkregen und... Ne, das ist nicht der Pool. Das ist der Pool. Das ist unser Natursee. Also wie gesagt, habe ich schon mal erwähnt im Video. Das müssen wir noch irgendwie nivellieren, dass das Wasser dann ja, vorne der Drainage runtergeht. Und der Bajito und ich mehr aber Wette laufen. Und zwar bezüglich dem Pool. Ich hoffe, das Wasser bleibt jetzt eine Weile drin. Und zwar, ich habe mit ihm gewettet, dass beim Geburt meines Enkelkindes er umfliegt. Also ich weiß eh nicht, ob er was sehen kann aufgrund seiner Größe, aber wenn er umfliegt, dann muss er zur Strafe in den Pool rein und wenn er stehen bleibt, dann muss ich rein und wenn es einen Kaiserschnitt gibt, dann gehen wir beide baden. So, Dille, wir haben wieder Regenwetter und wir haben jetzt gerade am Bajito seinen Geburtstag gefeiert und die Graben, die wir gezogen haben, funktioniert richtig toll. Das ganze Wasser geht hier runter und geht dann zu uns in die Kanalisation rein, also in die Drainage. Aber wir haben, man sieht es hier unter ein riesiges Problem. Das heißt, nächste Woche gehen wir ran an das Problem, dass wir das Ganze lösen. Dass man dieses Wasser, was dann von dieser Seite vom Grundstück kommt, hier auch in die Kanalisation bzw. in die Drainage damit reinfließt. Gut, ja. Wetterleuchten überall. Die Baustelle steht morgen still, weil es regnet seit 2 Tagen. Und so, wir haben jetzt einen Angriff erlebt auf die Hunde. Und zwar die Eulenart. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Da sitzt er. Und der andere Part sitzt, ja, hier auf dem Pfosten. Kleiner Moment, ich zeige euch das mal. Da vorne. Hier. Und zwar die Leber hier. Das ist dann hier ein Nest. Und Blackie und Cooper war jetzt zu nah an dem Nest. Ich jetzt auch, jetzt muss ich aufpassen. So, und so sieht das Nest aus. Geht dann wie so ein Höhlegang da rein. Und haben jetzt dann meine Hunde attackiert, dass sie weggehen. Die lassen wir natürlich hier. Casa Kai wurde das Dach fertig aufgeschlagen. Heute Nacht hat es so geregnet wieder. Das hat keinen Sinn gemacht. Heute Morgen war alles matschig. Und man sieht es da noch, ne? Die Wände sind komplett nass. Die einzige, die da sind, ist der Juan und sein Trupp legen der Rasen an. Und Luna. Und der Luna streicht. Innen drin ist Casa Kai, sorry. Casa Nea wird gerade aufgefüllt mit der Erde. Und Casa Robby und Casa Angie sind jetzt bereit dann zum Fliesenlegen. Da haben wir jetzt den E-Strich reingemacht. Und hier haben wir jetzt einen Graben gezogen für Abwasser. So, und hier ist der E-Strich fertig. So sieht das Ganze aus. Das heißt, gut, da muss jetzt noch verputzt werden im Bad, aber das machen sie auch. Die Fliesenlegerarbeiten finden jetzt statt. Genau, hier ist die Decke schon fertig gestrichen, das sieht man. Und dann machen wir jetzt den Boden. Dann kommen die Fenster. Dann wird innen drin gestrichen und dann kommt schon die Tina mit der Küche. So sieht das Ganze aus. Sie tragen jetzt den alten Rasen ab. Und da wird neue Rasen eingepflanzt. Wir machen jetzt durchgehende Rasen, ungefähr so 1 bis 2 Meter vom Haus weg. Und sí, una en Redondo. Y otra en cerca de segunda casa. Wir haben die Blattschneider, ne? Und da hat der Juan gestern 2 Nester kaputt gemacht und jetzt haben wir wieder 2 entdeckt. 2 neue Nester. Naja, so ist's. Das sind die Blattschneider, die haben unsere ganze Buchsbäume ja, Leergefresser, die neue, wo wir jetzt gesetzt haben, am Zaun entlang. Und die leben in so einem Bau. Ja, der Juan tut jetzt noch mal was hin, aber die ganze Reihe ist abgefressen worden.
Naja. So ist, gehört dazu. Und die machen die Liane weg. Tun ein bisschen säubern, jetzt haben wir überall so kleine Haufen gemacht. Und die tun wir dann anzünden nächste Woche. Buenas! Heute haben wir Sonntag, Barito. Ja, du bist schon wieder am Trinken, ne? Das ist, du bist mal der richtig. Hier hält man es nicht anders auf. Ja, ja. Pass auf die Steine, nicht der Stolperst. Brauchst du leider. So, wir waren jetzt in der Bodega bei uns, haben was gekauft und zwar sind wir eingeladen worden. Oder unser Barrio hat heute Hähnchenfest. Und da sind wir jetzt eingeladen worden von unserem, ja, von unseren Helfer. Die haben jetzt richtig schön gedeckt. Da gehen wir jetzt hin. Buenas! Da gehen wir jetzt hin und essen Pollo. Und die ganze Nachbarschaft, also die ganze Familie kommt dann zusammen. Und da hinten werden, ich weiß nicht, ob man sieht, aber dahinter wäre jetzt die Hähnchen gegrillt. Und das ist unser öffentlicher Platz. Da haben wir einen Volleyballplatz und einen Fußballplatz. So, und jetzt gehen wir rein, gell, Diego? Ja? Ja. Der ist erst aufgestanden. So, nachdem wir heute Mittag beim Nachbar drüber waren, haben wir gegrillt und das Festival gehabt. Haben wir die ersten Touristen da von Paraguay. Hat sich so rumgesprochen, dass bei uns so schön ist. Guten Morgen. Heute haben wir Montag, 14.08. Und heute wird endlich wieder weitergearbeitet. Außenanlage. Unsere Touristen sind noch da. Und hier oben wird weitergearbeitet. Ja, mega. So, das ist jetzt die Arbeit von einem Tag. Ne? Also das ist da drüber, ganze Bereiche runter. Und ja, man könnte es mit einer Maschine machen. Dann ist man in 1-2 Stunden fertig. Und kostet jedoch genauso viel wie, ja, wie wenn es halt jetzt 4 Leute machen. Und ich finde einfach, wenn man halt jetzt, ja klar Handarbeit, aber es leben halt 4 Familien davon. Und nicht nur einer. Und deswegen machen wir das alles per Hand. Gut, dann darüber wird gerade angeliefert. Habe ich jetzt heute Morgen angefangen mit der Bretter, also mit der Verschalung. Und die Folie ist drauf und morgen wird das Dach auch fertig gedeckt. Und dann geht es darüber richtig weiter. Die ersten 2 Häuser sind komplett fertig. Jetzt für den Fliesenleger, der war jetzt heute Morgen noch da. Hat unsere Treppe hier fertig gefliest, also der untere Teil. Oben war schon fertig. Richtig toll. Und ist jetzt schon am hinteren Haus, also im Casa Anchi, und fängt an, jetzt den Boden zu fließen. Ich denke, nächste Woche müsste die Fenster ankommen und die Türe dann 2 Wochen. Und dann kommt schon die Tina mit der Küche. Und hier steht jetzt die Ladung, wo jetzt gerade eben gekommen ist, von der Fliese. Und wir starten also jedes Haus innen drin komplett identisch. Also von der Einrichtung her, von der Fliese her. Und das sind jetzt unsere Bodenfliese. Richtig toll. Das ist jetzt der Graben für die Abwassersystem. Also das sammeln wir ja unten. Werden große gemacht. Hat er hier schon fließt. Das ist wie so Weihnachten, ne? Ich habe heute so viel zu tun, gerade im Büro. Nee, auch noch nicht. Okay. Aber da steht auch schon alles. Okay. Super. Dann können wir anfangen nächste Woche, beziehungsweise morgen. Dann geht's los. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute fahren wir, die Ina und ich, das letzte Mal in unser altes Haus und unser altes Mietshaus. Heute haben wir Schlüsselübergabe. Ina, freust du dich? Jawohl. Da ist sie. Ja, gucke jetzt nochmal. Ich bin mal gespannt, ob wir unsere Kaution zurückbekommen. Ich glaube nicht, weil das Haus, obwohl das Haus besser aussieht, wie wir im Oma eingezogen sind. Aber das ist so, das wird eine Kaution hier in Paraguay. Die wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. So, Schlüssel mal abgeben. Ganz, ganz komisches Gefühl. War jetzt doch 1 Jahr und 8 Monate, wo wir jetzt in dem Haus gewohnt haben. Aber wir sind froh, Kapitel ist abgeschlossen. Vermieterin war sehr zufrieden mit dem Zustand, dann, wie wir es zurückgegeben. Und haben wir leider gesehen, dass unseren Christo, unseren Jesus, der liegt jetzt hinten drin, da, der hat oben eine Schramme. Das heißt, jetzt hoffen wir, dass man repariert bekomme. Ansonsten ist er leider kaputt. Naja, aber wir gehen mal nicht auf. Wir machen die Statue definitiv auf dem Rundum. So, jetzt fahren wir dann aus und draußen wird ordentlich geschafft, gearbeitet. Ja, gucken wir mal wieder, wie weit die sind. Bis dann.
dran. Wir sind im Resort und es geht richtig zügig weiter. So, die Türrahmen wurden gestrichen heute. Man sieht auch hier, der Sala-Bereich vom Casa Anchi wurde jetzt gefliest. Allerdings muss ich jetzt noch mit der Tina reden, dass sie erst eine Woche später kommt, die Küche dann reinmacht. Ja. Und dann sind wir weiter. Weil die Tina kommt und die macht dann in jedem, oder sie will halt in allen 4 Häusern dann gleich installieren, weil sie von Asunción extra anreist. Und ja, Casa Mel habe es jetzt mega aufgeholt, also das Dach ist fertig, gehen wir gleich hin und verputzt. Aber ich glaube, dass es hinreicht mit dem Boden, dass wir das dann fertig haben. So, dann Franco, Flieseleger, mache hier weiter. Mega tolle Fliese. So, gucken wir mal Casa Robby. Ah ja, ich weiß nicht, man sieht wegen der Sonne, aber Casa Nea wird jetzt schon angefangen zu mauern. Da ist jetzt auch die Bodenplatte weg und wurde jetzt angefangen zu mauern. Buenas. Der Schreiner gerade da, er macht die Türrahmen. So, Casa Kai ist heute feinarbeitende Fenster. Laufe gerade mal rum. Ja, da wird jetzt vorbereitet für die Tür zeigen. Mega. Ja, da ist jetzt der Feinschliff. Und Casa Mel wird gerade verputzt. Dach ist ja auch fertig, Chopper. Habe es heute Vormittag gemacht. So ist der Stand. Nach den Regentagen habe ich wirklich Gas gegeben. Die Farben haben wir auch schon rausgesucht. Es wird spektakulär. Geh, Kabel. Es wird spektakulär. So, dann haben wir hier Casa Nea. Da hat jetzt die Außenwände hochgezogen. Das ist dann die Terrasse hier vorne. Und der Rest dann alles Wohnbereich. Und wir haben Hugo hat einen super Einfall gehabt, weil ich habe mir schon gedacht, ich wollte die Palme eigentlich stehen lassen, hier die ganz große. Die hat das schlimme Feuer überlebt und jetzt kommen wir und machen sie weg. Nee, wir lassen sie stehen. Wir haben jetzt gesagt, wir machen jetzt hier 4 Meter. Das heißt, hier kommt das nächste Grundstück. Dann geht das Haus bis dahin. Dann haben wir wieder 4 Meter Differenz, also Entfernung. Dann kommt wieder hier das Haus. Und dann geht das Haus so, geht hoch und wir können diese Palme stehen lassen. Diese wird nicht kaputt gemacht, die setzen wir dann um, weil der Bagger kommt bald und wird hier reingesetzt, dann in der Pike. So ist der Stand. Und Baños Publicos ist der Ringanker fertig. Eigentlich alles vorbereitet jetzt für zum Aufschlagen vom Dach dann. So ist der Stand am Mittwochabend. So, und der Heuge hat jetzt unsere Treppe ausgefugt hier. Und die Hunde, es hat ja unheimlich viel geregnet und die Hunde waren dann am Matsch und sind dann hier raufgelaufen. Es sieht unmöglich aus. So sieht das Ganze aus. Wird jetzt noch verputzt dann, am gleichen Stil wie hier auch. Da haben wir übrigens auch einen anderen Putz. Da haben wir jetzt einen strukturierten Putz genommen. Und so wird das Ganze gemacht. Und dann haben wir es fertig und dann kommen LKW-Ladungen noch mit Erde, dass wir hier dann auffüllen und dann so leicht nach unten dann das Gefälle mache, hier auch dann das ganze Gefälle. Ja, da kommt der Diego mit Cooper und mit der Blackie. Die lassen wir jetzt momentan noch an der Leine, weil ganz viele Mitarbeiter da sind. Okay? Und ich wünsche euch alles Gute, natürlich wieder ein schönes Wochenende. Bad kommt jetzt morgen weg wieder. Es wird wärmer. Und
Ich wünsche euch ein ganz, ganz tolles Wochenende. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.